der Art, wie sie sich benahmen. You see, the Bible is very frank. It doesn't use vague phrases. Die Bibel ist sehr offen, hier werden keine vagen Andeutungen gemacht. I read an article some time back in a Christian magazine in Britain, Vor einiger Zeit las ich einen Artikel in einem christlichen Magazin in Großbritannien which was very much against the state of Israel. und die Aussagen waren sehr stark gegen den Staat Israel gerichtet. And it pointed out all the bad things that the people in the state of Israel are doing. Und all die schlimmen Dinge, die in Israel geschehen, wurden hier hervorgehoben. And the conclusion was they don't deserve to be restored. Und die Schlussfolgerung war, sie haben es doch gar nicht verdient, wiederhergestellt zu werden. My personal comment was this: Mein persönlicher Kommentar war, God said the same thing much better. Gott sagt das Gleiche in viel besserer Weise. If there's one thing that's clear, God never says they deserve what I'm going to do for them. Wenn eines klar ist, dann Folgendes, dass Gott sagt, sie haben es niemals verdient, was ich ihnen tue. But let me ask you, dear Christians, this: Aber liebe Christen, ich will euch fragen, how many of you deserved to be saved? wie viele von euch hatten es verdient, gerettet zu werden? So it's good for both Christians and Jews. We get more than we deserve. So ist es gut für Juden und für Christen. Wir bekommen also mehr, als was wir verdient haben. I have a dear American friend whom I once baptized in the Sea of Galilee. Ich habe einen sehr lieben amerikanischen Freund, den ich einmal im See Genezareth taufte. And he said to me, why did God choose the Jews? Und er fragte mich, warum hat Gott die Juden erwählt? And I said, why did God choose you? Und dann fragte ich, warum hat Gott dich erwählt? And he never asked the question Und again. dann hat er nie mehr eine Frage gestellt. I'm glad God chose me. Ich freue mich, dass Gott mich erwählt hat. If I'd been God, I wouldn't have chosen me. Wäre ich Gott gewesen, ich hätte den nicht erwählt. And I suppose if I'd been God, I wouldn't have chosen the Jews. Und wäre ich Gott gewesen, ich hätte auch nicht die Juden erwählt. But I have to admit one thing: Aber eines muss ich zugeben, God never consulted me. Gott hat nie mich befragt. And you know there are some people, they call them humanists. You know what humanists are? Und einige Leute, sie werden Humanisten genannt. Wisst ihr, was solche Leute sind? And you know what their problem is? Wisst ihr, was deren Problem ist? God hasn't consulted them either. Gott hat sie auch nicht befragt. All right, Nun denn, we're going back now to verses 21 through 23. wir gehen jetzt zurück zu Hesekiel 36, 21 bis 23. And God says, I'm going to restore you, Und Gott sagt, ich werde euch wiederherstellen, but understand one thing very clearly. aber versteht dabei eines sehr genau. I'm not doing it because you deserve it, Ich tue es nicht, weil ihr es verdient hättet, but for the glory of my name. sondern zur Ehre meines Namens. And that's why God saves us, Und deshalb hat Gott uns gerettet. not because we deserve it, Nicht, weil wir es verdient hätten, but that his name may be glorified by the mercy he shows us. sondern dass sein Name verherrlicht würde durch die Barmherzigkeit, die er uns erwies. So let's just get rid of the idea that Israel has to be good enough to be restored. So wollen wir die Idee ablegen, dass Israel erst gut genug sein muss, bevor es wiederhergestellt wird. The very fact that Israel needs to be restored indicates they're not good enough. Die Tatsache, dass Israel wiederhergestellt werden muss, deutet doch klar an, dass sie nicht gut genug sind. And it's exactly the same with the church. Und genauso ist es auch mit der Gemeinde. If we were all we ought to be, we wouldn't need to be restored. Wären wir schon alles, was wir sein sollen, dann bräuchten wir keine Wiederherstellung. But God is going to restore us because we need it. Aber Gott wird uns wiederherstellen, weil wir es nötig haben. All right, Nun, verse 24, Vers 24, a key verse. ein Schlüsselvers. I'll read it out because it's so accurate. Ich werde ihn zitieren, weil es so genau ist. For I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. Ich werde euch aus den Völkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch heimbringen in euer Land. Whose land? Wessen Land? Your land. Euer Land.
whether they're in it or whether they're out of it. ob sie in dem Land sind oder noch draußen. It's their land. Es ist ihr Land. God gave it to them by an everlasting covenant, Gott hat es ihnen vermacht durch einen ewig währenden Bund. and it will never change. Und das wird sich nie ändern. I think they have counted that Jews have returned to Israel in the last 50 years from 98 different nations. Ich glaube, man hat gezählt, dass während der letzten 50 Jahre der Rückkehr von Juden nach Israel sie aus rund 98 Ländern gekommen sind. I wonder if our minds can comprehend what a miracle that is. Ich frage mich, ob unsere Gehirne das verstehen können, welch ein Wunder das ist. They've been scattered for nearly 2,000 years. Beinahe 2000 Jahre waren sie zerstreut. In fact, the Jews in Yemen never went back after the Babylonian captivity. In der Tat, die Juden, die im Jemen gelebt haben, kehrten niemals nach Israel zurück They've nach been der scattered for babylonischen, 2,500 years. nach der babylonischen Gefangenschaft. Sie lebten im Jemen And 2500 yet they're Jahre. still identifiable as Jews. Und doch kann man sie noch als Juden And they identifizieren. still pray every day for Jerusalem. Und sie beten immer noch jeden Tag für Jerusalem. For 2,500 years. 2500 Jahre lang. My first wife was Danish, I mentioned that. Ich habe das schon erwähnt, meine erste Frau kam aus Dänemark. And she said to me several times, Und sie sagte mir öfters, if you scattered the Danes amongst all nations wenn du die Dänen unter alle Völker zerstreuen and würdest came back 200 years later, und käme es 200 Jahre später wieder, you wouldn't find a single Dane anywhere. gäbe es keinen einzigen Dänen mehr They would have irgendwo. been totally merged with the other nations. Sie hätten sich total mit den anderen Völkern vermischt. This is a total miracle that they've retained their identity all those years, scattered far from their land and from one another. Das ist solch ein großes Wunder, dass sie ihre Identität bewahrt haben, wo sie so weit weg waren von ihrem Heimatland und voneinander getrennt waren. All right, now verse 25. Nun, Vers 25. Which begins with the word then. Dieser Vers beginnt mit dem Worte dann. In other words, after verse 24, then comes verse 25. Mit anderen Worten, nach 24 kommt Vers 25. After they have been gathered in their own land, Nachdem sie in ihrem eigenen Land versammelt then wurden, God says, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. dann, sagt Gott, werde ich euch mit reinem Wasser besprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen werde ich euch rein machen. See, many Christians have said, well, if the Jews are to return, they must be converted first. Seht, viele Christen haben die Auffassung gehabt, sollten die Juden zurückkehren, müssen sie zuerst sich bekehrt haben. That's the opposite of what God says. Aber das ist das Umgekehrte von dem, was Gott sagt. God says, I will bring them back in their sins and their unbelief, Gott sagt, ich werde sie zurückführen mit ihrer Sünde und Unglauben. and then I will cleanse them in the land. Und dann werde ich sie im Lande reinigen. And I would say, in a very small degree, that process has begun. Ich möchte sagen, dass in einem sehr kleinen Ausmaß dieser Prozess begonnen hat. 20 years ago in Israel, if you met a Jewish believer, you'd meet one in a month. Vor 20 Jahren hättest du jüdische Gläubige treffen wollen, dann vielleicht einmal einen im Monat. But now they are coming to the Lord every week. Aber jetzt kommen sie jede Woche zum Herrn Jesus. It's hard for me to believe, Es ist schwer für mich zu glauben, because I've known that land for more than 50 years. denn ich habe dieses Land mehr als 50 Jahre And I can gekannt. remember when one Jewish believer a year was a miracle. Ich weiß noch, ein Bekehrter zu Jesus pro Jahr von den Juden, das war ein Wunder. And all the missions would fight for that one believer. Und alle Missionsgesellschaften würden sich um diesen einen Gläubigen reißen. Things are changing. Die Dinge verändern sich. All right, so God says, I will cleanse you Gut, so sagt Gott, ich werde euch reinigen with clean water. mit reinem Wasser. My own understanding is that clean water must be the Word of God. Mein eigenes Verständnis dessen ist, das muss sich hierbei um das Wort Gottes handeln. And as they are exposed more and more to the Word of God, it will do its cleansing work. Und wo sie mehr und mehr dem Worte Gottes ausgesetzt werden, wird es sein reinigendes Werk tun. And that is one of our aims as a ministry, is to present them
with the Word of God in their own language. Und das ist eines unserer Ziele, unseres geistlichen Dienstes, sie